Hallo liebe Raumschiff Security Bots, ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass in letzter Zeit durch die Medien gegangen ist, dass viele cloud-basierte Passwortmanager nicht besonders sicher sind. Wir haben an der ETH Zürich dazu einige Forschungen durchgeführt und die Informationen, die da rausgekommen sind, wurden natürlich auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ich möchte dir also heute eine Lösung vorstellen, die ich selber empfehle, die nicht cloud-basiert ist und die heißt KeePass XC. Vielleicht hast du davon schon einmal gehört, denn ich habe KeePass XC auch in anderen Videos schon einmal angesprochen und verwende das selber auch jeden Tag. KeePass XC ist allerdings nicht cloud-basiert, das hat natürlich Vorteile, aber auch Nachteile, denn wenn wir das Ganze auf mehreren Endgeräten nutzen möchten, dann müssen wir uns natürlich selber um die Synchronisation kümmern. Wie das Ganze geht, das zeige ich dir jetzt heute hier auf meiner eigenen Linux-Distribution, die heißt SpaceFun, die findest du hier auf spacefun.ch und kannst sie dort dann auch gleich beziehen. Zusätzlich möchten wir uns nachher auch noch anschauen, wie wir das auf einem Android-Gerät einrichten können, denn wir möchten natürlich unsere Passwörter auch dort nutzen können. Wir legen also einmal los. Wenn du jetzt nicht SpaceFun verwendest, sondern eine andere Debian-basierte Linux-Distribution, kannst du das einfach, was ich dir hier zeige, 1:1 nachmachen und ansonsten passe das bitte auf deine Gegebenheiten hin an. Ich habe jetzt hier einmal ein Terminal offen und möchte als erstes mal KeePass XC installieren. Sudo apt install KeePass XC und dann gibt es dabei mehrere Varianten und zwar gibt es hier eine Minimal-Variante, die empfehle ich nicht, weil die wirklich zu wenig kann, sondern ich nutze hier die Full-Variante, also KeePass XC Full. Das installiert er mir jetzt hier bereits im Hintergrund. Damit ich nachher die Passwörter im Browser auch einfach ausfüllen kann, gibt es da noch eine sogenannte Web-Extensions. Die kannst du entweder über addons.mozilla.com installieren, addons.mozilla.com. Da sollte die zu finden sein. Da sagst du dann KeePass, die heißt jetzt hier KeePass XC Browser. Die brauchen wir dann nachher auch, da kannst du sagen, zu Firefox hinzufügen. Oder unter Debian gibt es auch noch ein Paket mit dieser Extensions, da sagen wir mal apt cache search webext pipe grep KeePass und dann sollte er mir auch diese KeePass Web Extension hier anzeigen. Sudo apt install Web Extension KeePass XC Browser. Die installiere ich jetzt hier im Hintergrund, dann muss ich natürlich einmal den Browser schließen und neu auftun und dann sollte er mir nachher diese Web Extensions hier auch schon eingebaut haben. Schauen wir jetzt mal, ob das geklappt hat. Erweiterung, da ist sie schon, sie ist aktiv. Also da haben wir jetzt schon mal die Web Extension drin, das hat also geklappt. Die können wir dann hier drüber auch nachher noch konfigurieren. Das schauen wir uns gleich im Detail an, wie das Ganze dann geht. Jetzt haben wir ja also zur Vorbereitung einmal KeePass XC installiert. Den finden wir dann hier in dem Passwortmanager, also Zubehör KeePass XC. Da ist der versteckt und so startet er einfach. Hier sagt er einmal eine Datenbank. Ich habe hier schon meine Datenbank angelegt. Das mache ich jetzt hier aber nicht, denn ich möchte nachher natürlich eine synchronisierte Datenbank verwenden. Dazu muss ich als erstes mal einen Nextcloud-Account haben. Da kannst du, wie gesagt, deine eigene Nextcloud verwenden oder dir einen gratis Nextcloud-Account beziehen, zum Beispiel bei Wölkli.com. Wölkli hat den Vorteil, dass du einerseits einen Gratis-Account mit 1 Gigabyte bekommen kannst. Das ist jetzt nicht viel, aber für unsere Passwortspeichersynchronisation reicht das natürlich allemal aus. Und der andere Vorteil ist, dass die Daten dort als einer der wenigen Anbieter auf dem Server auch noch verschlüsselt sind. Üblicherweise, wenn du so eine Nextcloud bekommst von einem Anbieter, dann sind die Daten auf dem Server nicht verschlüsselt, wie auch zum Beispiel bei Google Drive, Dropbox und so weiter. Die Daten liegen dort unverschlüsselt rum. Deswegen sage ich hier einmal wölkli.com, New Account, gebe jetzt hier einen Namen an, Astronaut, Space Fun.
Und dann sage ich hier E-Mail-Adresse astronaut@spacefun.ch, sage Package Free, das obere, und muss jetzt hier ein Passwort eingeben. Das Passwort muss jetzt relativ komplex sein, 12 Zeichen lang, und das erstelle ich jetzt erstmal. Dazu eignet sich das Programm pwgen, sudo apt install pwgen. Wenn du das noch nicht drauf hast, dann kannst du es hiermit installieren und dann kannst du zum Beispiel mit pwgen ein Passwort generieren. Und da gibt es Parameter pwgen --help und ich sage jetzt zum Beispiel -c, -y und sage mal 12 Zeichen. Und dann wähle ich mir hier ein Passwort aus, zum Beispiel eins, das mir gefällt. Das spielt jetzt eigentlich keine Rolle, welches das ist. Und das muss ich mir natürlich dann irgendwo erstmal wegkopieren. Denn das müssen wir nachher dann natürlich auch als allererstes mal in den KeePass eintragen. Ich trage das jetzt erstmal zur Sicherheit hier in dieses Featherpad ein und übertrage das nachher in den KeePass. Jetzt muss ich noch den Bedingungen zustimmen und dann sollte er mir gleich eigentlich auch schon eine E-Mail als Bestätigung zuschicken. Wenn das dann geklappt hat, dann können wir uns hier nämlich gleich auch nochmal den Nextcloud Client installieren, denn den brauchen wir natürlich nachher für die Synchronisation unserer Passwortdatenbank. Ich schaue jetzt mal parallel in meine E-Mails rein, ob denn diese E-Mail schon angekommen ist, die wir jetzt hier für den Sign-up-Prozess brauchen. Da ist jetzt noch nichts da, das dauert vielleicht noch ein bisschen. Ich schaue jetzt mal, ob wir uns schon anmelden können. cloud.workly.com. Hier gebe ich jetzt die E-Mail-Adresse ein, astronaut@spacefun.ch und natürlich dann das Passwort, was ich vorher vergeben habe. Er meldet mich jetzt hier im Hintergrund schon an und dann kann ich eigentlich auch schon auf meine Nextcloud zugreifen. Ich möchte das Ganze aber über einen Client machen, damit das natürlich hier schön im Dateisystem integriert ist und ich meine Passwortdatenbank dann dort abspeichern kann. Das ist natürlich super wichtig. Also sage ich jetzt hier sudo apt install nextcloud-desktop, das ist der Nextcloud Client, den kannst du so installieren oder du lädst ihn zum Beispiel als App-Image direkt von der Nextcloud Webseite herunter. Das macht er jetzt hier auch im Hintergrund. Den Nextcloud Client konfiguriere ich jetzt dann natürlich auf die Workly Cloud und kann den dann hier in mein Dateisystem auch schon einbinden. Und das nehme ich dann als Speicherort für meinen KeePass. So einfach ist das Ganze. Also ich suche jetzt hier mal Nextcloud. Da müsste auch unter Zubehör sein, da ist er schon. Sage jetzt anmelden. Sage jetzt https://cloud.workly.com, weiter und dann redirectet er mich hier schon an dieses Interface. Da muss ich mich nochmal anmelden, Zugriff gewähren und in dem Fall ist das Konto auch schon verbunden. Hier sage ich jetzt nochmal alle Dateien synchronisieren. Ordner ist Nextcloud, das ist soweit okay. Also ich sage einfach verbinden, die Einstellungen passen mir hier soweit. Das ist jetzt eigentlich hier schon so gut wie fertig, das Ganze. Also hier habe ich das jetzt schon synchronisiert. Die Cloud-Synchronisation ist jetzt hier schon am Tun. Also hier ist das Ganze am Synchronisieren. Und jetzt kann ich mal schauen, ob ich hier schon diesen Ordner Nextcloud finde. Denn dort speichere ich jetzt dann meine KeePass-Datenbank ein. Also sage ich jetzt hier Datenbank erstellen. Passwörter, das ist ja okay, meine Passwörter, weiter, das sage ich empfohlen, Zeit zum Entschlüsseln, 5 Sekunden, ja, fortgeschritten, das sieht alles gut aus, sage hier weiter. Jetzt muss ich hier natürlich ein Passwort eingeben. Also diese KeePass-Datenbank ist auch mit einem Passwort verschlüsselt und das musst du dir natürlich merken können. Also da gibst du dir irgendeinen Merksatz ein. Ich gebe jetzt mal SpaceFun 2026 ein und noch ein Ausrufezeichen vielleicht. SpaceFun 2026, Ausrufezeichen. Fertig. Schwaches Passwort. Da solltest du natürlich wirklich ein sicheres Passwort eingeben. Und hier fragt er mich jetzt, wo ich das Ganze abspeichern soll. Und da wähle ich Nextcloud, mache aus dem Ö noch ein OE, denn ihr wisst ja, Umlaute sind nicht so schick. Zumindest wenn es um das Linux-Dateisystem geht. Ich sage jetzt mal speichern und dann sollte er mir diese Datenbank hier auch schon synchronisieren.
Hier kann ich jetzt in den Einstellungen auch noch einige Sachen vornehmen, und zwar hier unter Werkzeuge Einstellungen, zum Beispiel die Browser-Integration für Firefox nochmal prüfen. Die ist jetzt hier schon angehakelt, das ist also sehr gut. Und wir schauen mal, ob wir das hier im Browser auch schon sehen. Weil diese Extension wird hier angezeigt, ich sage hier aber dann mal auf diesem Knopf an Symbolleiste anheften, dann sehe ich die hier oben immer. Und jetzt sage ich verbinden und kann jetzt hier zum Beispiel einen Namen dafür eingeben. Space Fun PC. Speichern und Zugriff erlauben. Und damit ist dann meine KeePass-Datenbank hier auch schon verbunden. So einfach ist das Ganze. Und dann hast du KeePass XC bei dir auf dem Kompi und im Browser schon eingerichtet. Jetzt können wir mal versuchen, ob wir dieses Passwort hier für die Cloud auch darin speichern können. Das wäre ja noch praktisch. Also sage ich jetzt mal CloudWorkly.com. Hier fragt er mich jetzt schon, ob er ein Passwort kennt. Das ist jetzt noch ausgegraut, das heißt, er kennt kein Passwort. Das gebe ich jetzt hier ein, Astronaut. Gebe jetzt nochmal das Passwort ein, anmelden und jetzt sagt er hier neu und dann klicke ich auf neu und da hat er mir schon ein Passwort hier angelegt. Das sehe ich jetzt hier auch schon in der Passwortdatenbank hier, da ist es drin. Da könnte ich jetzt noch sagen Pfaff-Icon herunterladen, dann sehe ich sofort, wie das aussieht hier. Das sieht noch nett aus. Das kann man auch in den Einstellungen auch noch entsprechend vornehmen. Denn diese Browser-Erweiterung hat auch nochmal ihre eigenen Einstellungen. Die kannst du dir dann im Detail hier auch nochmal anschauen. Die Standardeinstellungen sind soweit eigentlich okay. Das ist für uns im Moment in Ordnung. Jetzt hat er also dieses Passwort gespeichert. Ich melde mich trotzdem nochmal ab, um es auch wirklich zu prüfen. Und jetzt sehe ich hier ist das jetzt grün geworden. Und dann klicke ich da drauf und schon wird mein Passwort für mich ausgefüllt. So einfach ist also diese Geschichte. Und in dem Web-Frontend von der Cloud, da kann ich jetzt natürlich dann unter Dateien auch meine Passwortdatenbank schon sehen. Somit hast du also deine Passwörter hier schon abgespeichert, hast hier im Firefox eine Integration eingerichtet, mit der du deine Passwörter direkt im KeePass speichern kannst und bist damit schon mal sehr, sehr auf der sicheren Seite. Wenn du jetzt noch einen zweiten PC hast, dann wählst du dort einfach diese Passwortdatenbank aus und kannst dann damit auch arbeiten. Also so einfach ist das Ganze. Wir möchten uns das jetzt aber natürlich auch nochmal auf dem Handy angucken. Dazu schalte ich jetzt mal kurz um. Ich habe hier ein Handy verbunden. Das ist ein EOS-Handy. Dort habe ich jetzt tatsächlich dann auch schon F-Droid installiert. F-Droid brauchen wir. Falls du das noch nicht gemacht hast, schau dir unbedingt mein Video dazu an, denn da erkläre ich das im Detail. Dann installieren wir auch hier wieder den Nextcloud Client. Nextcloud hier. Cloud herunterladen. Das müssen wir jetzt natürlich einmal machen. Installieren. Dann installiere ich auch noch diesen WebDAV Client, denn der ist immer praktisch. Damit können wir dann die Sachen wirklich auch gut einbinden. Das ist dieser DAV X5, den möchte ich auch gleich noch haben. Und natürlich brauchen wir dann auch noch KeePass. KeePass. Und das heißt hier ein bisschen anders. Denn das heißt hier KeePass DX, nicht XC, sondern DX auf Android. Das ist hier jetzt schon tatsächlich drauf. Da müssen wir natürlich dann gleich auch noch die Passwortdatenbank entsprechend einbinden. Dazu öffne ich erstmal Nextcloud. Da sage ich jetzt auch wieder anmelden. Da muss ich jetzt natürlich das Passwort einmal manuell eintippen. Sage jetzt hier cloud.workly.com. Jetzt werde ich hier umgeleitet an die Anmeldeseite. Da sage ich jetzt hier einmal anmelden. Das ändere ich jetzt mal. Da sage ich jetzt astronaut@spacefun.ch. Dann gebe ich das Passwort, was ich mir vorhin ja weggeschrieben habe, hier ein. Das muss ich mir jetzt einmal abschreiben. Ist ja klar. Doppelpunkt. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ich versuche mich mal anzumelden. Hier sage ich mal nicht speichern. Zugriff gewähren. Und damit ist meine Nextcloud auch hier schon verbunden. Das ist also auch schon passiert. Er sollte jetzt dann halt hier in dem Nextcloud Client die Verbindung auch aufgebaut haben und damit die Synchronisation ermöglichen.
Hier sage ich noch zulassen, Zugriff auf alle Dateien gewähren. Da sage ich noch an, damit ich die Synchronisation wirklich auch durchführen kann. Damit ist das hier schon erledigt, das habe ich euch hier schon mal gezeigt. Dann brauchen wir wieder DAF X5, da sage ich hier einmal weiter. Aufgaben brauchen wir aktuell jetzt hierfür nicht. Der will natürlich wieder allerlei als Berechtigungen haben. Also hier möchte er als oberstes mal Berechtigung erhalten, dass er die Berechtigung nicht entfernt. Das müssen wir schauen, wo das ist. Das mal weg. Hier unten zulassen, zulassen, zulassen und weiter. Regelmäßige Sync-Intervalle lassen wir auch noch zu, damit die Passwortdatenbank auch tatsächlich wirklich synchron ist. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Da sage ich auch mal, erinnere mich noch ein bisschen später und hier sage ich jetzt Konto hinzufügen. Und da kann ich jetzt hier tatsächlich auch schon die Nextcloud auswählen und gebe hier wieder cloud.wölkli.com ein, sage anmelden, anmelden, Zugriff gewähren. Hier sollte jetzt auch, da müssen wir schauen, ob das klappt, sonst müssen wir das noch im Browser öffnen hier. Ressourcenerkennung. Ja, das hat er hier auch schon hingekriegt. Hier sage ich abschließen. So, da kann ich noch Kalender und Kontakte auch synchronisieren. Das habe ich euch hier auch schon mal erklärt, wie das geht. Das könntet ihr hier drüber auch machen. Da brauche ich noch ein OK, dass ich keine Backup-Reminder bekomme. Und das Ganze kann ich auch noch hier über WebDAV hinzufügen. Wie das über WebDAV geht, das zeige ich euch auch gerade noch mal ganz kurz. Dazu schalte ich noch mal ganz schnell um auf den Computer. Und zwar hier kann ich unten in Dateieinstellungen WebDAV diese URL hier kopieren. Mit dieser URL, damit kann ich dann diese ganze Cloud auch über WebDAV verbinden. Das schicke ich mir jetzt selber mal per Mail aufs Handy. Das ist ja nur eine URL, da ist keine geheime Information drin. Da sage ich jetzt senden und dann schaue ich mal, ob ich das auf dem Handy abrufen kann, denn dann könnte ich mir nämlich die ganze Tipperei sparen. So praktisch ist das Ganze. Hier hatte ich nämlich eigentlich Thunderbird eingerichtet. Thunderbird gibt es natürlich auch für Android. Da sage ich jetzt mal Posteingang. Mal gucken, was ich jetzt hier für einen Ordner. Konto synchronisieren. Da ist es schon. Und da ist diese URL. Die kopiere ich mir jetzt hier mal raus. Wechsle dann wieder hier auf den DAVX. Sage Plus. Und sage jetzt hier die WebDAV-Adresse, die kopiere ich hier jetzt rein. Und sage jetzt hier Wölkli und gebe hier noch den Benutzernamen ein. Und hier muss ich jetzt natürlich nochmal dieses Passwort, was wir uns vorher ja vergeben haben, hier eintragen. Ich sage jetzt verbinden, einhängen. Das WebDAV wird also wie ein Laufwerk hier eingebunden und da kann ich dann auch über den Dateimanager drauf zugreifen. Das ist also wirklich sehr praktisch. Android hat ja auch einen eigenen Dateimanager und dann sehe ich hier einmal die Nextcloud und hier aber auch noch den WebDAV-Zugang. Und ich habe mir angewöhnt, meinen KeePass immer über WebDAV zu synchronisieren, denn das ist wirklich praktisch, das funktioniert eigentlich wirklich sehr zuverlässig. Ich hatte da noch nie irgendwelche Schwierigkeiten mit, das empfehle ich dir jetzt tatsächlich auch. Also sage ich jetzt hier KeePass DX, wie gesagt, das heißt hier ein bisschen anders und kann dann jetzt hier nachher auch meinen Passwort-Safe auswählen. Und diesen ausgewählten Passwort-Safe vorhandene Datenbank öffnen und da könnte ich jetzt hier zum Beispiel WebDAV-Zugang sagen, Passwörter und muss das dann jetzt hier entsperren. Und da gebe ich jetzt, das seht ihr jetzt hier nicht, weil das ist natürlich sicherheitsrelevante Information, die zeigt der hier bei dem Screen Copy gar nicht an. Ich schaue mal, ob wir da überhaupt ein Bild bekommen. Ich habe jetzt diese KeePass-Datei, nee, das seht ihr überhaupt nicht. Und ich habe jetzt diese KeePass-Datei hier ausgewählt und kann die dann hier dann auch tatsächlich nutzen. Also so könnt ihr dann diese so zuvor eingebundene KeePass-Datei entsprechend dann synchronisieren und habt die dann auch auf eurem Handy.
Wie das Ganze dann genutzt werden kann, also ihr könnt natürlich die Passwörter dort einfach dann nachgucken oder ihr könnt hier dann nachher auch so eine sogenannte Tastaturintegration nutzen. Also das ganze KeePass bietet eine Möglichkeit, eine eigene Tastatur zu integrieren, weil ihr natürlich die Passwörter nicht einfach so copy und pasten möchtet. Denn der Copy and Paste Buffer ist bei so einem Android-Gerät oder grundsätzlich eher als unsicher zu betrachten und deswegen möchtet ihr die Passwörter über so eine sichere Tastatur einfügen. Wie das Ganze funktioniert, dann wählt ihr bei euch also den KeePass aus, sucht den Eintrag aus und wählt dann in dem Eingabefeld zum Beispiel im Browser dann unten die Tastatur aus und gibt dann über diese Tastatur den Benutzernamen und das Passwort ein. Das ist wirklich auch eine ganz tolle Lösung, also damit seid ihr wirklich auf der sicheren Seite, falls du da jetzt doch noch irgendwelche Schwierigkeiten hast oder irgendwie nicht weiterkommst, dann frag mich einfach. Also wir sind ja auch mit unserer Community wirklich sehr hilfsbereit. Uns findest du hier auf spacefun.ch. Dann klickst du hier einfach auf Community drauf und dann kannst du hier zum Beispiel einfach diesen Code scannen und dann bist du in Telegram dabei. Wir haben aber auch XMPP oder ganz neu auch DeltaChat. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich auch dort begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen dieser wirklich sicheren Passwort-Safe-Lösung, damit du in Zukunft auch wirklich sicher unterwegs sein kannst. Ich freue mich auf dich. Bis bald und tschüss.